Ja, liebe Freunde, wir sind wieder da. Die Saison kann beginnen. Und ja, am Ende dieses Videos wollen wir die Klink sein. Wir sind heute noch hier in Ossenzeil und ja, Piet ist gerade da, montiert unsere Abdeckung fürs Fenster hinten, weil es da mal reinregnet. Und dann hoffen wir, dass wir in den 2 Tagen noch die Batterie reinkriegen. Und sobald die drin ist, dann fahren wir los. Wir warten auch noch auf die Impeller. Die sollen auch heute montiert werden. Und dann sind wir für die Saison startklar. Piet schon fleißig in der Überdachung. Und dann wird die neue Batterie eingebaut. Die Ladegeräte sieht man schon. Dafür muss man in den Keller. Die Batterien sind sehr ungünstig eingebaut. Da kommt man kaum dran. Oh. Die beiden Ladegeräte und der Ladebooster. Verkabelung muss noch etwas verschönen. Was haben wir gemacht? Hier ist jetzt die Batterie drin. Die beiden Starterbatterien sind dahinter. Und ja, man sieht, der Platz ist wirklich jetzt optimal ausgenutzt. Lithium-Eisenphosphat funktioniert. Ich habe jetzt den vollen Durchblick, sehe, was jede Lampe macht, wie viel das ausmacht, ist schon toll. Gestern war ein großer Arbeitstag, die Batterie ist drin und ja, viele Informationen, viele Werte. Ich bin mal gespannt, wie es läuft. Man sieht jetzt Sachen, wo man vorher im Blindflug war. Zusätzlich sind gestern noch die Impeller getauscht worden. Das sind die beiden alten Impeller hier, ein bisschen krumm, aber so sieht ein neuer Impeller aus. Aber es geht noch. Der fängt an hier Risse zu kriegen, aber die Gummimischung ist insgesamt noch weich. Also der hätte es wahrscheinlich dieses Jahr noch getan, aber hier sieht man schon, wie der anfängt auszubröseln. Die Impeller waren jetzt circa 4 oder 5 Jahre drin. Also man sieht, es wird Zeit. Das heißt, die nächsten 4 Jahre haben wir Ruhe. Wir wissen jetzt, wann wir getauscht haben und wissen, wann wir das nächste Mal wieder tauschen müssen. Und jetzt gucken wir uns gleich nochmal die Welle an. Die war ja undicht und die haben wir gestern auch noch angezogen. Da muss ich jetzt noch die Kontermutter festmachen. Und dann fahren wir los. Das ist die Schraube von der Welle. Die haben wir angezogen, ist jetzt dicht. Also da sind wir ziemlich eng da unten drin, ne? Ja, ach, guck mal, was das für ein Werkzeug ist hier. Damit uns ja jemand erschlagen. Komm raus, alter Mann. Jetzt machen wir erstmal zu und fahren los. Und in der Klink machen wir dann den Rest. Das Winterlager ist sauber, gut und trocken gewesen. Allerdings konnten wir da nicht so viel tun. Deshalb haben wir uns noch eine Woche hier in den Hafen gelegt. Da konnte der Piet kommen und die Arbeiten machen, wie die Batterie einbauen und die Abdeckung fürs Fenster machen, wo es bei Regen immer reingeregnet hat. Jetzt ist alles erledigt und wir können losfahren. Am Hafenkontor müssen wir jetzt noch bezahlen. Hier vorne kann man auch liegen, da liegt die Picobello. Die ist ja verkauft worden. Hier könnte man noch die Bilge sauber machen. Hallo, hallo. Hallo, nicht anspringen. Fein, brav. Komm mit rein. Ich habe gestern ja noch die Batterien eingebaut und die Welle noch dicht gemacht und jetzt wollen wir einfach nach der Klinke. Okay, ja. Unser Beiboot kommt jetzt noch an die David. Da müssen wir noch unser Auto wegsetzen und dann geht's los. Windstill. Da haben unsere Boote jetzt eine Woche lang gelegen. Peter und Petra bleiben noch einen Moment. Sie sind noch nicht fahrbereit, weil sie noch arbeiten müssen. Aber wir werden heute losfahren. Ich mache jetzt als erstes den Strom ab, damit uns das nicht nochmal passiert. Dass wir auch richtig losfahren können. Ich bin auch heute Morgen von der Amsel geweckt worden, die da oben zwitschert. Chef arbeitet ein bisschen. Ist das ein Traumwetter? Der 1. April und so ein schönes Wetter. Jürgen macht da hinten alles soweit ab. Dadurch, dass wir es windstill haben, ist das alles kein Problem. Lose! So, das kann ich gleich wegräumen alles. Du bist los. Ich muss jetzt sehen, dass ich hier schön rückwärts rauskomme. Der Steg ist lang und da verschätzt man sich leicht. Und ich möchte nicht vorne anstoßen. Okay, Marina gibt Zeichen, ich kann rum. Ja, Jürgen kommt vorne rum. Und was soll ich sagen? Die Motoren sind direkt ganz toll angesprungen, ohne Probleme. Wir hatten hier ein tolles Winterlager gehabt, konnten eine Woche hier im Nachbarhafen liegen bleiben, bevor wir jetzt wieder in unseren eigenen Hafen fahren. Wir wünschen euch eine schöne Saison. Das sieht ja schon gut aus. Der Mann hat nichts verlieren. Wenn der das nicht mehr kann, dann verkaufen wir. Der Hafenmeister hier ist ein sehr netter Mensch und würde sich freuen, wenn wir ins Winterlager wieder hierher kommen würden. Jetzt hoffen wir, dass die Brücken alle schnell öffnen, dass wir auch gut Strecke machen können heute noch. Unser erstes Ziel ist erstmal Schwarzlois
weil bis der Klink, jetzt haben wir 10:45, bis der Klink werden wir es heute nicht schaffen. Alles frei, wir können rum. Wie ihr sehen könnt, ist da vorne dann natürlich gleich die erste Brücke, die wir gleich passieren müssen. 1. April, die Boote wollen ins Wasser. Ja, hier werden auch die ersten Boote gekrant. Pünktlich zum 1. April geht's los. Ach, ist das schön, wieder auf dem Wasser zu sein. Dann kann man wieder so schön entschleunigen. Also man darf ja nicht in den vorderen Bereich reinfahren, solange hier hinten noch rot ist, weil man ja noch nicht weiß, von welcher Seite man zuerst losfahren kann. Es kann sein, dass die andere Seite zuerst fahren darf und dann würde man ja da drinnen stören. Ossenseil ist ja wirklich ein gemütliches kleines Örtchen. Und grün zeigt, dass wir zuerst durch die Brücke fahren und kein Gegenverkehr erst kommt. Ah, wir können aufrücken. Die Brücke wird jetzt direkt geöffnet. Die Schranken gehen zu. Grün und wir dürfen in den Vorhof einfahren. Die Gastronomie hier in Ossenseil fängt erst wieder donnerstags an, weil Montag, Dienstag und Mittwoch einfach keine Gäste da sind. Macht das auch keinen Sinn, die Restaurants zu öffnen. Zum Glück ist der Drempel hier abgebaut worden vor ein paar Jahren. Das macht die Durchfahrt jetzt deutlich einfacher. Auf geht's. Herrlicher Sonnenschein heute. Da vorne ist ein Arbeitsboot. Die wichtigste Brücke haben wir erstmal geschafft und jetzt hoffen wir, dass wir die ganze Kette bis Stenwijk auch gut schaffen, bevor wir in die Mittagspause geraten. Die Brückenwärterin hat scheinbar Putztag. Die war jetzt nicht in ihrem Häuschen. Deshalb stehen wir jetzt hier, aber jetzt ist er reingegangen. Müsste eigentlich gleich umschlagen. Ja, rot-grün. Die sind jetzt auch heute den ersten Tag hier. War vorher auch nicht komplett besetzt. Ja, lassen uns so langsam vorwärts. Wir sind noch früh im Jahr, das erkennt man ja daran, dass die Bäume alle noch nicht ausgeschlagen haben. Es ist noch nicht so richtig voller Laub. Aber so ein Traumwetter hätten wir nicht gedacht, dass wir das heute haben. Das müssen wir natürlich ausnutzen und fahren. Jetzt fange ich an, uns was zu essen vorzubereiten. Da habe ich schon mal das Brot. Schauen wir mal, was wir alles Schönes haben. Butter. Und noch mal einen Blick in den Kühlschrank. Wir haben tolle Wurst mitgebracht. Und dann bereite ich jetzt für uns ein nettes kleines Frühstück vor. Das Frühstück ist angerichtet. Es gibt heute herzhaft und ein bisschen süß. Wie ihr sehen könnt, ist uns jetzt eine Kamera kaputt gegangen. So ein Mist. Oder? Wir haben Zeit und Marina hat was Leckeres vorbereitet. Ja, heute gibt es herzhaft und süß. Beides. Ja, das habe ich lange vermisst. Dieses einfach entschleunigende Hinfahren. Ganz entspannt. Ist noch nichts los hier. Wir sind noch fast alleine auf dem Wasser. Ist richtig schön und das Wetter spielt auch mit. Es sind doch schon noch einige unterwegs. Hier links, das wird getrocknet und das wird dann für Reetdächer gemacht. Da werden die Dächer draus gebaut. An der Mentebruck stehen wir jetzt etwas doof, weil es ist schon lange rot-grün. Und ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass wir einfach durchfahren können, aber die wartet anscheinend auf den, der hinter uns noch kommt. Und ja, hätte eigentlich auch für zweimal öffnen gereicht. Ich glaube, der hat jetzt ein bisschen Gas gegeben. Heute ist der erste Tag, wo alle Brücken wieder geöffnet werden hier. Wir haben uns gerade gefragt, was machen die Brückenwärter eigentlich im Winter? Und durch Simmer, der hinter uns, hat es natürlich jetzt perfekt erwischt. Der kann gleich durchfahren. Und die Angler sind auch schon da. Mit ihren langen Routen belegen sie wieder den halben Kanal. Da muss ich ordentlich ausweichen. Petri Heil. Und auch Mini-Ponys mit kurzen Beinen. Herrlich. Mit Route planen kann ich gucken, wie lange wir brauchen. Ja, wir haben 22,7 Kilometer noch bis Zwartsleus. Das ist erstmal unser Zielort und ja, die Brücken, wir halten uns natürlich auf. In der Wasserkarten-App jetzt hier im April gibt es immer 20% Rabatt. Da verlängere ich immer mein Jahresabo. Ja, bevor die Mittagspause haben, können wir noch hier durch. Die nächste werden wir nicht mehr schaffen vor der Pause. Aber das ist ja nur eine halbe Stunde, da geht ja noch. Jürgen hat ein neues Wort erfunden. Wie heißt das? Brücken, wir brücken. Ah, wir brücken jetzt. Statt Schleusen machen wir Brücken. Genau, statt Schleusen machen wir Brücken. Vor uns, die machen einen gemütlichen Ausflug. Wenn wir jetzt langsamer, kann ich kaum fahren. Nee. Mit einer Maschine schon nur. 8 Minuten vor der letzten Brücke. Die würden wir gerne noch schaffen vor der Pause. Und ja, ist schon in Sichtweite, aber
Die haben meistens pünktliche Pausen. Und es wird spannend, ob wir das noch schaffen oder nicht. Ja, wenn die warmes Mittagessen haben, das wollen die natürlich auch warm essen. Ja, aber es wird ja, genau knapp. Und ja, sind wir jetzt abhängig von der Güte des Brückenwärters oder Brückenwärterin. Schauen wir mal. Ich glaube, ich sehe rot-grün. Ja, das ist rot-grün. Ist rot-grün und die Schranke geht auch schon zu. Boah, ey, das ist echt super. Die Haben lässt, wir echt noch Glück gehabt, die ne? lässt uns noch durch. Haben wir eine halbe Stunde gewonnen. Ja, und die nächste Brücke ist weit weg. Da können wir so genau kalkulieren, dass wir durchkommen. Boah, und die geht auch schon auf. Wir können so durchzischen. Ja, die will auch Mittagspause machen. Und beeilt sich natürlich, dass wir schnell durchkommen. Das ist natürlich perfekt. Wir kommen hier angedüst, haben noch ein klein wenig draufgelegt, damit wir hier noch durchkommen. Super. Und danach kann der Brückenwärter ganz in Ruhe seine Mittagspause machen. Hervorragend. Mega geil. Ein Dank an den Brückenwärter. Wir haben es tatsächlich geschafft. Und die nächste Brücke ist 4,5 Kilometer weg. Das heißt, wir fahren jetzt ganz langsam und dann haben wir die halbe Stunde Mittagspause zwischen den Brücken verbracht. Mit langsamer Fahrt. Besser geht's nicht. Ja. Stenbike ist erreicht. Marina macht einen kleinen Post in Facebook. Scharfe Kurve. Irgendwann schaffen wir es auch noch mal hier anzuhalten. Diesmal klappt es wieder nicht. Vielleicht bei der Fahrt ins Winterlager mal gucken. Er hat aber einen interessanten Aufbau. Ganz schön leer noch der Hafen hier von Stenbike. Ist noch tote Hose. Also daran merkt man, dass wir doch früh unterwegs sind und das Wetter auch nicht so war, dass man unbedingt früher raus musste. Ja, aber vor 2 Wochen, da war schönes Wetter. Ja, und die letzten Tage war es nicht so, dass man unbedingt sagen muss, man muss ins Wasser. Mit 8 tuckeln wir jetzt den Kanal entlang. In 12 Minuten ist die Pause zu Ende. Bis dahin sind wir da. Beim Fahren sich auch gleichzeitig zu sonnen. Ja. Durch die Plane hinten ist es hier vorne auch total warm, trotz dass die Luft draußen noch kalt ist. Am Campingplatz kommen auch schon die ersten, sind schon ein paar aufgebaut. Geht so langsam los. Pause ist vorbei. Nächste Brücke, Giton Nord, hat schon einfach rot. Sollte also auch gleich öffnen. Wir liegen super im Zeitplan. Sind also ganz früh in Schwarzlois. Durchfahren tun wir nicht, könnten wir wahrscheinlich, aber wir haben kein Auto in De Klink und auch kein Restaurant. Und ja, wir könnten natürlich zu Fuß nach Bremer Berg gehen, aber ja, wir bleiben wahrscheinlich in Schwarzlois. Ganz kurz vom Gas. Mit einer Maschine ist das schon immer eine Kurbelei. Hauptsache du rammst nicht die Brücke. Nö, das klappt. So, jetzt können wir wieder mit 2 Motoren fahren. Das macht die Sache etwas einfacher, weniger lenken. Sind wir zwar ein bisschen schneller, aber ist ja jetzt egal. Wieder schöne Anwesen. Hier wohnt man schön ruhig. Hat man seinen eigenen kleinen Hafen, wo man mit seinen Menschen reinfährt. Boot direkt vom Haus. Jetzt sind wir gleich in Giton. Hier auf dem Wohnmobilplatz ist auch schon ordentlich was los. Die ersten Wohnmobile sind auch schon unterwegs. Schöner Stellplatz hier. Und danach kommt ja der Passantenhafen. Da gucken wir mal rein, wie voll der ist. Und wir schauen mal, was die Tanke an Benzinpreis hat. Unsere Fahrt läuft wieder hervorragend. Nirgendwo mussten wir warten. Schnell und reibungslos kommen wir voran. Elektroboote sind auch schon unterwegs. Ich möchte nicht wissen, was hier Osterlos ist. Und was sagt die kombinierte Bootsschiffstankstelle? Diesel 2,49 Euro. Also 2,50 Euro. Ja, jetzt sind wir hier am Passantenhafen. Rechts rein können wir jetzt fahren, aber wir haben noch Zeit. Wir fahren auf jeden Fall weiter. Dann haben wir es morgen nicht so lang. Marina filmt mal rein. Ach, da ist auch noch tote Hose. Ein einziges Schiff drin. Alles noch frei. Hier in Giton ist schon was los. Die ersten Touris sind schon da. Hi.
Wir haben Spaß. Hallo! Ah, jetzt kommen wir auch aus Video. Vielleicht schaffen wir uns ja jetzt bei den Japanern nach TikTok. Wer weiß. Die biegen jetzt gleich hier ab. Wahnsinn, was hier an Japanern immer lang fährt. Giton haben wir passiert. Oh, die haben sich aber auch vorne gemütlich gemacht. So kann man das natürlich auch aushalten. Wir sind nicht die Einzigen auf dem Wasser. Ab und zu begegnen uns doch einige Schiffe. So, jetzt sind wir gleich an der Blaue Handbrücke. Da ist diese Freiheitsstatue und da geht es Richtung Blockseil. Machen wir aber nicht, wir fahren geradeaus weiter. Da haben wir nur eine Schleuse. Von Blockseil müssten wir noch morgen durch mindestens 2 Brücken durch. Das sparen wir uns einfach. Da hinten sind die Häuser, wo man unten drunter direkt die Garage für sein Boot hat. Auch eine tolle Lösung. Von der Brücke werden auch andere Brücken bedient. Und dann dauert das schon mal etwas. Auch eine schöne Ecke hier mit den Chalets direkt am Wasser. Da gibt es im Sommer viel zu gucken. Da wird es nie langweilig. Selbst die Brücke öffnet heute perfekt. Also besser geht es wirklich nicht. Jetzt ist nur noch die Schleuse zwischen uns und Schwarz-Weiß. Jürgen, das kann man kaufen. Coop. Schöne Ecke hier. Einzige, was ich mir vorstellen könnte, dass es hier doch oft sehr windig ist. Aber ansonsten ist das hier toll. Ich habe ein bisschen Gas rausgenommen. Die Beugerschleuse, da hat gerade die Brücke geöffnet auf der anderen Seite. Das heißt, da sind jetzt welche raus und reingefahren. Und ja, die muss erstmal in unsere Richtung jetzt schleusen. Das heißt, wir können uns Zeit lassen. Jetzt sind wir ganz langsam hierher getuckert. Die Schleuse geht auf. Wir sind heute wieder Alleinschleuser. Keiner drin, keiner vor uns, keiner hinter uns. Für diese Saison die erste Schleuse. Ein Traum von einem Wetter. Also so ein tolles Überführungswetter. Da macht das alles ganz viel mehr Spaß als bei Regen, ne? Ja, das war die Schleuse. Ja, hier ist kein Rot-Grün. Hier warten wir, hier ist Rot, da warten wir auf Grün. So ganz alleine in der Schleuse. Beim letzten Mal sind wir mit dieser Schleuse gar nicht mitgekommen. Mussten wir warten auf die nächste Schleusung. Dafür war es jetzt perfekt, haben sie eine gute Wiedergutmachung gemacht. Was sollten sie sonst machen? Extra für uns. Ich habe jetzt mal Gas rausgenommen, da haben wir hier einen Frachter. Der biegt jetzt hier rein. Und mit seinem Heck geht er natürlich in unsere Fahrrinne. Den lassen wir jetzt erstmal durch. Oder abbiegen, besser gesagt. Der geht hier in den Hafen rein, ja. Da müssen wir nur aufpassen, dass wenn er jetzt gleich die Schraube loslegt, dass uns sein Schraubenwasser nicht aufs Ufer drückt. Wir lassen uns Zeit, lassen ihn erstmal durch. Jetzt geht die Schraube los und arbeitet. Ja, ein bisschen Action noch hier kurz vor dem Ziel. War ja sonst nichts los. Wenigstens mal ein bisschen Aufregung. In Holland gibt es sehr viele Pferde. Reitsport wird hier sehr groß gesagt. Die Kinder trainieren. Ferien auf dem Bauernhof. Kleiner Privathafen. Backbord ist keiner wert, aber wir steuern das nicht an, weil das Restaurant ist schön, aber auch teuer. Aber ist auch schon einiges los. Einige Boote im Hafen wieder. Yachthafen mit Vollservice. Im Winter liegen die Boote auch in den Hallen, aber bleiben im Wasser. Platz am Steg wäre hier frei und da könnte man direkt vom Restaurant liegen. Das ist schon eine schöne Sache, muss man sagen. Wer hier noch nicht war und so Platz am Restaurantsteg kriegt, das kann ich nur empfehlen und essen kann man da auch sehr gut. Aber wir waren schon so oft da. Sieht alles sehr neu aus, auch der Kran sieht neu aus. Allerdings kann man nicht erkennen, was der Diesel dort kostet. Oder blauer Diesel, den die bisher immer verkauft haben. Das ist im Grunde HVO 20. Jetzt wird es gleich spannend. Die Erwartungshaltung ist, dass hier alles frei ist und dass wir locker einen Liegeplatz kriegen. Hier wäre noch eine Box frei, aber da müssen wir die Spitze aussteigen, das wollen wir nicht. Das war schon mal nichts. Hier drinnen liegen alles dicke Pötte und auf dem freien Platz, der war jetzt zwar mit Latterband abgetrennt, aber ich habe gedacht, okay, für Ostern schon mal. Aber es ist tatsächlich direkt vor uns ein ganz dicker gekommen. Jetzt fahren wir in den Außenhafen, der direkt am schwarzen Wasser ist, und gucken mal, ob wir da Glück haben.
Innen in Schwarzlois haben wir leider keinen Platz mehr bekommen. Aber das ist jetzt nicht weiter schlimm. Wir fahren jetzt außen durch die Brücke noch durch. Und auf der anderen Seite ist ja dann auch noch ein Hafen. Da versuchen wir jetzt unser Glück. Jetzt haben wir so eine Brücke, links und rechts rot. Könnte man ja meinen, darf man nicht durchfahren. Aber in der Mitte ist ein gelbes Licht und das zeigt uns, hier können wir durchfahren, müssen nur auf den Gegenverkehr achten. Jetzt versuchen wir hier unser Glück. Als zweiter Versuch, Jürgen, da musste schön langsam rein. Da oben ist ja auch gleich das Hafenmeisterbüro. Hier Hafenkontor und das ist unser Liegeplatz. Für die eine Nacht können wir hier vorne liegen bleiben. Und ja, 9:30 kommt die Hafenmeisterin und dann fahren wir weiter. Jetzt liegen wir in Schwarzlois. Wir sind so gut im Zeitplan, wir hätten locker nach der Klink durchfahren können. Aber Hier in Schwarzlois kann man schön essen gehen. Genau, hier gibt es mehr Möglichkeiten. In der Klink wäre morgen sowieso nichts los gewesen. Von daher haben wir einfach Zeit und das ist dann morgen ganz entspannt. Jetzt wollte ich hier hinten hinfahren, aber gut, dass wir es nicht gemacht haben. Die Straße macht doch ganz schön Krach. Und da liegen wir ganz hinten an der Hafen einfach doch deutlich ruhiger. Drinnen haben wir keinen Platz mehr gekriegt, aber draußen liegen wir auch gut. Und ja, heute Mittwoch gibt es nicht so viel Restaurantauswahl. Und da bleiben nur 2 und eins von beiden, da gehen wir hin. So, der erste Laden, das Albatros vorne, sah nicht so schön aus. Jetzt gucken wir uns mal hier das Petit Restaurant an. Gucken, ob das mehr bietet. Auch irgendwie ganz wenig los. Um 4:30 ist natürlich noch früh. Wir sind die Einzigen, aber Marina hat Hunger. Zweimal das Burenschnitzel. So schöne, ordentliche Portion. Und Pommes noch dazu. Ja, von der Form her sieht das ja ein bisschen aus wie Formfleisch und auch von der Farbe. Aber geschmacklich ist es gut. Und auch von der Dicke vom Schnitzel ist das perfekt. Ja, ne? Kann man nicht meckern. Finde ich auch. Schmeckt mir gut. Das war jetzt kein kulinarisches Highlight, aber muss es ja auch nicht immer. Hauptsache es hat geschmeckt und das hat es. Und das Preis-Leistungs-Verhältnis war echt top. Also hier, das kann man empfehlen. Hier vorne hätten wir auch essen können, aber das sah nicht so gemütlich aus. Und dahinter war mal eine Frittenbude. Da haben wir noch letztes Jahr gegessen. Wird alles gerade neu gemacht. Bin mal gespannt, ob da wieder einer reinkommt. Gleich gegenüber ist auch das Waschhaus. Hier gibt es noch ein Clubhaus vom Verein. Und so, gucken wir mal. Ja, Waschbecken, Dusche. Kostet 1 Euro. Eine Dusche, eine Toilette. Ist nicht sonderlich groß. Wenn man mal dringend muss, kann es schon mal eng werden. Der nächste Tag ist angebrochen. Wir fahren jetzt weiter, haben gut gelegen hier. Es war natürlich auch nicht windig draußen. Wenn Wind ist, dann ist das hier schon keine so gute Stelle. Dann liegt man besser auf der anderen Seite der Straße im Innenbereich. Haben noch eine Karte von Schwarzlois gekriegt, 19,60 Euro bezahlt. Und ja, jetzt fahren wir weiter. Es war eine kalte Nacht, muss ich sagen. Na, und ja, eine sehr kalte Nacht. Ja. Hier ist ja ein Wassersportverein und die haben ein sehr schönes Vereinslokal hier vorne, direkt unterhalb des Hafenmeisters. Leihen los und dann sind wir schon wieder auf dem Weg. Wir haben hier so eine Vorwärmung für den Motor, 50 Sekunden sind das, glaube ich. Die warte ich jetzt ab, bis die gelbe Lampe ausgeht und dann können wir starten. Okay, dann gucken wir mal. Start! Wir können direkt ein- und aussteigen, ohne Leiter, keine Stufe. So, nur noch die Mittelleine ist fest. Gehe ich an Bord. Und auf geht's. Aha, hier ist eigentlich der Meldesteiger. Heute Nachmittag kommt Wind auf. Das heißt, bis dahin wollen wir gerne in der Klink sein. Und hier auf dem Kanal können wir auch eine Schippe drauflegen. Also dann können wir unsere Rumpfgeschwindigkeit fahren. Dann sparen wir locker eine Stunde gegenüber der Geschwindigkeit gestern. Hier ist gleich anschließend ein Hotel, wo wir vor vielen Jahren auch schon mal gegessen haben. Und ich kann mich aber leider nicht mehr erinnern, ob es gut war oder nicht. Jetzt sind wir hier in Genemuiden. Da ist eine Fähre. Und wenn die fährt, spannt sich ein Stahlseil quer über den Kanal. Da muss man also gehörig aufpassen.
Die Kettenfähre ist gerade hier rüber gefahren, sodass wir jetzt freie Fahrt haben. In dem Hafen hier drüben hätten wir ja auch mal liegen können in der Nacht. Haben wir gar nicht drüber nachgedacht. Da waren wir bisher noch nicht. Jetzt fährt sie wieder los und man kann auch die Kette ganz deutlich sehen. Die Fähre ist auch schon wieder unterwegs und wir sind gerade vorbei. Wieder Frühstück. Also es war gestern viel schöner mit dem Frühstück bei der Sonnenschein. Ja, Ich gemisst. Ich man kann nicht immer alles haben, ne? brauche gleich die Thermohose und Rock, glaube ich. Oh ne. Auf dem Ramsgäuel geht es viele Kilometer nur geradeaus. Ab und zu begegnet uns mal ein Frachter. Da haben wir Zeit für ein paar Spielereien. Wir sind jetzt schon an der Trennung Ramsgäuel-Ramsdiep, biegen aufs Ramsgäuel ab. Marina steuert. Steuerfrau. Die Steuerfrau. Und ja, da sind wir. Da kommen 2 Frachter wieder. Und man sieht hier schon in der Tankanzeige, im rechten Tank, da läuft die Heizung drüber, aber doch ein bisschen weniger drin. Da werden wir nächste Woche ein bisschen nachtanken. Und wir fahren ja mit HVO. Hier sind wieder die Absperrungen. Diesmal sind sie eingepackt und bei kaltem Wetter geht es weiter. Boah, schnell wieder rein. Das ist sozusagen die erste Schleuse. Und dann geht es hier in die zweite Schleuse. Und hier ist es, wenn man von draußen kommt, doch schon warm. Im Salon unten ist es natürlich noch viel wärmer, aber ich will nicht meckern. Jetzt kommen wir langsam wieder in heimische Gefilde. Wir müssen jetzt hier durch. Hier ist gerade ein Flusskreuzfahrtschiff rein in die Eisel. Und wir müssen ja hier unten lang. Und vorbei geht es an der Eiselmündung. Das nächste Etappenziel haben wir erreicht und jetzt sind wir schon im Kanal Richtung Beluwe-Meer. Wir sind an der Rewe-Schleuse, die geht gerade auf. 10 Minuten gewartet, ist ein Segler drin. Wollen wir doch mal hoffen, dass wir noch die nächsten Tage ein bisschen besseres Wetter bekommen. Ah, Rot-Grün, Jürgen kann langsam vor. Hinter uns ist auch nichts. Es liegt niemand hier. Das heißt, wir haben wieder eine Alleinschleusung. Wir haben gleich 13 Uhr und 13 Uhr soll Regen anfangen und ich kriege, glaube ich, schon die ersten 2, 3 Tropfen ab. Der nächste große Poller. Der nächste große Poller. Und wie immer in der Schleuse fängt es an zu regnen. Außer gestern. Weit und breit kein Mensch auf dem Wasser. Oh, über uns, wie ihr seht, ist eine schöne dicke Regenwolke. Schnell weg hier. Rewe-Schleuse haben wir auch passiert. Und ja, es fängt so langsam an zu nieseln. Der erwartete Regen, der beginnt jetzt so langsam. Und ja, da hoffen wir, dass wir jetzt zügig nach den Klink kommen, bevor es richtig anfängt. Dass wir wenigstens noch ordentlich anlegen können. Yay, yay, yay. Das wird ja immer mehr. Jede Menge kleine Boote. Sieht aus wie ein Schrottplatz. Und der wird auch von Jahr zu Jahr größer. Dann immer mehr. Der Europark ist auch schon gut bestückt. Es wird viel aufgebaut hier vorne am Campingplatz. Ja, Ostern ist immer die Zeit, wo es loslegt, auch bei den Campern. Jetzt sind wir gleich in die Klink im Heimathafen. Gestern so schönes Wetter, heute so ein blödes Wetter. Da machst du nichts. Wir haben neue Stromkästen auf unserem Deck. Das sieht ja schon mal gut aus. Wir sind angekommen, liegen schon, haben schon die Leinen getauscht und der Platz hier ist ausgebaggert worden. Ich hoffe, das hilft jetzt auch gegen die Fliegen. Bin mal gespannt. Der erste Popfender ist dran. Im Verhältnis zu unserem großen ist er natürlich schon klein. Aber da müssen wir uns einfach nur dran gewöhnen. Der alte hat geknarrt. Mal gucken, ob es jetzt im Schlafzimmer ruhiger ist. Der Rumpf glänzt schön. Und hier sind alle Fender dran auf der Seite. Und dann schauen wir mal, wie sich das so in der Praxis zeigt. Wer jetzt demnächst denkt, ein Zebrastreifen kommt vorbeigefahren, das sind wir.
Ja, eine neue Stromsäule haben sie auch gesetzt. Jetzt haben wir endlich 16 Ampere. Jetzt hoffentlich fliegt die Sicherung nicht mehr raus. Wir liegen wieder in der Klink, aber das Wochenende ist ja noch nicht zu Ende. Und hier in der Nähe ist ja Elburg und Elburg ist ja ein Ziel von vielen Bootsfahrern. Und deshalb wollen wir euch noch 2 Restaurants zeigen, die interessant sind, wenn man in Elburg liegt. Als erstes der Herberg, die liegt direkt am Ende des Hafens. Und wenn man Glück hat, kann man gegenüber auch liegen. Das ist also sehr praktisch. Wenn man weiter natürlich vorne am Passantensteiger ist, dann ist das natürlich schon ein Stück weg. Aber die haben ein tolles Konzept. Ich hoffe, dass das auch im Sommer so weitergeführt wird. Da kann man Menü essen für kleines Geld. Hier gibt es Menü für 24 €. Das ist echt preiswert und das testen wir jetzt. Und dann haben wir auch einen schönen Tisch in der Ecke. Vorgerichte, Hauptgerichte, Nachtisch. 24,98 €. Der erste Gang, 3-mal Carpaccio und die Mosterdsuppe. Ganz normale Portionen. Und das Hauptmenü ist Hähnchenpott, Seebarsch, Mixgrill und was hast du? Auch Mixgrill. Okay. Hast du mein Wakenhaas? Ja, dein Wakenhaas habe ich auch schon, ja. Sehr gut. Die Portionen für den Preis, Menüpreis, sind wirklich riesig. Dann gibt es auch noch einen Nachtisch. Ja. Eis mit Avocado. Eierlikör. Und Dame Blanche. Dame Blanche? Ach, die Schokoladensauce ist extra. Separat. Ah ja. Ja, das war top. Wer viel Hunger hat und nicht viel Geld ausgeben will, der ist hier genau richtig. Preis-Leistung war super, kann man nur empfehlen. Am nächsten Tag kommen Peter und Petra, die werden mit großem Aufgebot empfangen und gehen auf ihren angestammten Liegeplatz. Wir liegen ja hier drüben und Peter und Petra liegen hier und die kommen jetzt auch 2 Tage nach uns. Die müssen jetzt hier drehen und mit der 41er ist es natürlich etwas schwieriger wie mit der 39. 2 Motoren, die kann man auch wunderschön drehen. Dann noch ein Stück zurück. Jetzt sind wir wieder komplett. Vorne Peter und Petras Brom und dahinter unsere Brom. Und das nächste Restaurant, heute geht es zum Chinesen hier in Elburg. Ja, sehr schön und da gibt es einen super schönen runden Tisch. Der hat kein Buffet, aber der hat total leckere Tipan-Gerichte mit viel Spaß. Uiuiui, das ist euer. Ja, Wenn der jetzt den Laden hat. auch das war wieder sehr lecker, auch klare Empfehlung. Ja, das war der Saisonauftakt. Wie immer läuft nicht alles glatt. Es geht immer über den Winter irgendwas kaputt. Der Geber hier für die Billenpumpe, den muss ich erneuern. Das werde ich heute noch machen. Und der Geber für den Frischwassertank war auch kaputt. Den habe ich bestellt. Der wird auch noch erneuert. Und ja, dann sind wir bereit für die Saison. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder.